So, servus. Servus. Geile Location, ne? Ja, lass uns mal hoch auf den Lästerhügel gehen. Den haben die Walddörfer so genannt, weil man da oben den gesamten Überblick über die Strecke hat und du kannst über jeden lästern, der fliegt hin oder her oder ich weiß nicht. Der Vorteil ist schon mal, dass die einen nicht hören, ne? Ja, das ist gut. Und sie kommen auch nicht so schnell hoch, ne? Wenn du hier oben rumlässt, das kannst du noch ausreißen. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute sind wir beim Stefan Hessler auf den Offroad Days. Genau, die Sommer Offroad Days 2024. Ist das nicht falsch mit Sommer? Ich habe rauer Regen. Ah nee, deswegen im Monat. Ich glaube, ich habe jetzt 10 Jahre gehabt, musst du dir vorstellen, und hatte immer, also die letzten paar Jahre hat es so gestaubt, dass du gedacht hast, du bist wirklich in der Wüste. Ja, und dieses Jahr haben wir halt den ganzen Regen von den letzten 10 Jahren gekriegt. Ja, das passiert. Ich meine, fürs Wetter kann keiner was. Ich finde es sogar besser. Ne, mir hatte einer gesagt, wir sind bei einer Outdoor-Sportart. Ah. Ja, also das kannst du nicht ändern. Ja, da musst du Hallenhalmer spielen. Natürlich ist es für große Motorräder schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Wir schaffen Bedingungen, dass es funktioniert. Also beim nächsten Mal, werbetechnisch, Schirmhersteller, meldet euch bei uns. Ja, Ja, genau. fürs Briefing und so. Ja. Hessler Schirme. Genau, zum Beispiel. Der DR Big Schirm. Ich hätte gerne einen Regenschirm so. Also du musst dir vorstellen, diese Strecke ist von hier bis an der südlichsten oder an der südlichsten Punkt sind das so ungefähr 1,5 Kilometer. Ich hätte dann einen Regenschirm gerne in dieser Größe. Nee, das mit dem Regen ist gar nicht verkehrt. Und vor allem, wenn es heute so bleibt, ne, ist es im Nu wieder trocken. Ja, das fährt sich auch trocken. Leider Gottes ist es fast zu schnell wieder trocken. Wie lange machst du das schon? Ich glaube seit 2003. Irgendwann hatte ich so die Idee, dass man mal ein Event schaffen sollte für Leute, die mit großen Motorrädern im Gelände fahren wollen. Also die sich sportlich bewegen wollen. Es gibt ja so Reise-Enduro-Events und Travel-Events. Und da kommen alle hin und bauen ihre Koffer auf und ihre Zelte hin und erzählen, was sie für Heldentaten begangen haben. Aber das ist hier nicht der Sinn. Der Sinn ist hier, die Heldentaten jetzt hier zu begehen. Einfach den ganzen Tag zu fahren. Solange du kannst und wie du kannst. Und was auch ein Riesenvorteil ist, wenn ich zum Training früher gegangen bin, war ich allein. Und wenn ich alleine hingefallen bin, hat mir auch keiner geholfen. Und hier ist halt einfach Community. Wenn jemand da ist, sieht dich jemand. Du hast ja, ich habe gesehen, Bergrettung da. Das ist halt versorgt. Ne? Es ist das System also dahinter. wir schaffen ein Umfeld, wo du sicher fahren kannst. Genau. Wir machen Strecken. Wir machen die Strecken zum Beispiel auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also es gibt so eine Grundrunde. Da kannst du den ganzen Tag fahren. Die ist halt so 3 Kilometer lang und das ist so ein paar Waldwege hin, ein paar Waldwege her, nicht kompliziert. Und dann geht es schon mal ein bisschen bergab, bergauf, kannst du so ein paar Abschnitte nehmen. Und wenn dir das nicht reicht, dann nimmst du die ganz harten Dinger, also die ganz steilen Auffahrten und Abfahrten und kommst immer wieder in diese Grundrunde zurück. In der Mitte ist noch die Motocross-Strecke und wenn du alle Varianten zusammen fährst, brauchst du eine Dreiviertelstunde. Irre. Wenn du alle Varianten fährst. Genau, Ben. Wie weit hast du selbst hierher? Ja, wir fahren so eine gute halbe Stunde hierher. Das ist, bei uns wird ja immer nach Bergen gezählt, ne? Ja. Erster Berg, zweiter Berg, dritter Berg, also ich bin 3 Berge dahinter. Ja, das kann schon recht weit sein. Ja, stimmt, aber für mich ist das okay und ich habe mit den Jungs von Walldorf schon eine lange Verbindung und ich bin auch froh, dass wir das hier machen können. Ja, weil
die müssen schon Ja sagen. Gell? Ja. Ja, macht. Ganz klar, das ist ganz schwierig, immer jemanden zu finden, der Strecke freigibt. Ich habe ja selber das Problem. Ich mache jetzt kurze Werbung. Wir machen unser Enduro-Boxer-Treffen, MC Isolator, Neuhaus Schirschnitz. Da ist auch, bin ich froh, dass ich die Biene von dem bekomme, ne? Weil er sagt, die Strecke will immer jeder haben. Ne? Ich klappe die 2 Zylinder von meiner Suzuki runter und dann komme ich vorbei. Nee, das ist alles ab 150 Kilo. Ein Zylinder ab 150 Kilo ist zugelassen. Bei mir geht es ja genauso. Ich habe das Twins Only noch erlebt. Kennst du das noch? Ja, natürlich, da habe ich auch mitgemacht. Ne? Ja, genau. Und da habe ich ja damals als Trainer agiert. Und dann war das so schade, dass das vorbei war. Genau. Und ab da war der Startschuss eigentlich fürs Enduro-Boxer-Treffen. Ich wollte, dass diese Jungs, die hier sind, weiter die Möglichkeit haben. Und mit einem Event sind die doch nicht versorgt. So haben wir eins bei dir, eins bei uns im Herbst. Ich bin damit schön fein. Ja, ist in Ordnung. Ja. Und wenn du es nicht am gleichen Wochenende machst wie ich, kann ich dich auch besuchen. Ne? Auf keinen Fall. Und Arbeitsteilung ist immer wichtig. Ne? Ja, genau. Finde ich, wir ergänzen uns da gut. Gibt ja so ein paar, die unser Konzept jetzt auch nachmachen. Da kann man ruhig auch mal ehrlich sagen. Ja, und kommerziell. Genau, die auch richtig viel Geld dafür verlangen. Und das ist ja, glaube ich, bei dir so wie bei mir auch. Wir versuchen, einen Zugang zu schaffen, dass jeder, auch wenn du jetzt nicht steinreich bist und am Wochenende 300 oder 400 Euro bezahlen kannst, dass du trotzdem mal sowas fahren kannst. Ja, für mich ist auch also wirklich nicht. Ich habe noch nie eine Kalkulation gemacht, was beim Enduro-Boxer-Treffen übrig bleibt, weil dann werde ich wahrscheinlich weinen und die Steuerberaterin hat es garantiert irgendwo. Aber es war immer wichtig, dass die Leute mit einem Lachen und einem Grinsen heimgehen. Das ist auch meine Intention. Es gibt Leute, die wollen halt damit Geld verdienen. Das ist grundsätzlich mal legitim. Und es ist ja auch legitim für die Kunden, sich auszusuchen, was sie wollen. Und unser Event ist und wird auch so bleiben, dass es einen Zugang für jeden macht. Also vom einfachen bis zum schwierigen Streckenanspruch. Und du kannst hier wegen mir mit einem Mercedes kommen, 20 Meter Wohnmobil und dein Teamzelt aufbauen. Und wenn du mit einem Zelt und einer alten DR kommst, dann ist eben auch noch so. Okay? Aber Geld verdienen, mit was verdienst du eigentlich da Geld? Ja, ich hab ein SWT für Suzukis. Wie lange machst du das schon? Du weißt ja selber, wir sind ja eine kleine Community. Ne? Da gibt es, was weiß ich, einen Stefan Jaspers, der seine Hondas liebt. Du machst deine Boxer und ich mache seit 90 Suzuki Adventure oder heißt das Neudeutsch jetzt da. Also alles, was bei Suzuki Stollenreifen hat und wo du nicht auf einer Motocross-Strecke fährst. Also Motocrosser sind bei mir raus, das ist ja eine spezielle Klientel, aber alles, was so DR ist, V-Strom und so weiter, das sind wir dran. Und natürlich, jetzt hat Suzuki endlich eine neue V-Strom gebaut, die hast du ja eben gesehen. Ja. Und da bin ich natürlich glücklich, weil das ist mal wieder ein Motorrad, mit dem du auch wirklich Gelände fahren kannst. Das ist schön. Seit 1990, also kurz nach der Wende, du bist ja aus dem östlichen Teil Deutschlands. Vorher hast du wo gearbeitet? Ich war bei Simson und habe meine letzten Tage dort noch als Leiter sogar von der Versuchsabteilung verbracht. Also nicht Leiter mit D, sondern T. Okay? Ich habe das gerne gemacht, aber Simson ist raus. Das ist eine Geschichte, die habe ich so für mich beendet. Und ich hatte seit 90 die Suzuki und da hat sich einfach ein Hobby zu einem Beruf entwickelt. Das ist so. Hast du dann auch mit dem Jens Scheffler ab und zu tun gehabt? Ja, den Jens kenne ich. Er war ja auch schon bei Enduro-Trainings hier. Ich habe ja auch schon für den KTM-Club und sowas mitgemacht. Und ich kenne den und ich finde, das ist ein cooler Typ. Und wenn man bei dem Training macht, dann lernt man es noch richtig. Ja, das ist übel, was man da alles lernt. Ich habe mal dickere Arme gehabt. Die sind alles weg, weil du nichts mehr brauchst. Ne? Ja, ich habe jetzt gerade wegen Suzuki, weil der war ja auf der DR 350 damals so schnell. Ne? Genau, der ist Europameisterschaft gefahren und wir bauen ja zum Beispiel bei uns jetzt auch wieder für die Klassik-Enduro-Freunde der 350, ich will nicht sagen in Serie, ja, aber wenigstens... Das habe ich gesehen, genau deswegen... Ja, und die machen wir jetzt wieder klar und dann kannst du... Das ist natürlich ein geiles Motorrad für Klassik-Enduro, es ist schon auch teuer mittlerweile, wenn du mal den Neupreis anguckst, aber es ist nicht so abartig teuer und die Betriebskosten sind halt gering, wenn du so eine alte Zweitakter hast, das ist halt immer so eine Zicke, ne? Aber so eine 3.5er DR... Ja, voll fast langweiliges Motorrad, weil sie gut funktionieren. Ne? Ist eine Suzuki. Genau. Also da bin ja überzeugter Suzuki-Fan und das funktioniert bei denen wirklich. Also die Japaner lassen sich, glaube ich, eher mit so einem Katana zerteilen, bevor sie ein Motorrad rausbringen, wo alles nicht geht. Also das musst du schon sagen. Ja, die Rückholaktionen sind ziemlich wenig, also da hat man da nichts zu tun. Ne? Ja, also da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme, weißt du so. Ja, ich habe das damals mit meiner Gruppe, wie ich Enduro gefahren angefangen habe. Wir haben an den orangen Motorrädern so viel schrauben müssen und der mit der Suzuki, der hat immer Holz gemacht am Wochenende und konnte dann fahren kommen. Ne? Das ist total schlimm.
aber so hast du halt Skills fürs Leben erlernt. Dank KTM. Ja, also wirklich, ich habe viel gelernt, aber es gibt auch viele Bauteile, die haben wir an die BMWs übernommen, weil die einfach gut sind. Ja, das mache ich ja bei meinen Suzukis auch Ja. so, Telegabel und so. Da kann man immer mal im KTM-Baukasten reingreifen. Bei dem passt ja auch immer irgendwas zusammen. Das ist schon eine coole Nummer. Ja, das ist fast wie ein Lego, ne? Wie Ja, Lego genau. und Duplo zusammenstecken. Genau. Jetzt mal über dich so für heuer. Was hast du noch geplant? Wo bist du heuer noch alles am Start? Na, ich werde auf jeden Fall die Hardalpi wieder fahren in Italien. Da bin ich ja so richtig Fan und mittlerweile, glaube ich, heißt das neudeutsch Ambassador. Ne? Also ich bin eigentlich ein Fan und die Jungs haben mich gefragt, ob ich da auch ein bisschen Werbung dafür machen würde. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich bin davon überzeugt. Wo kannst du vom Mittelmeer bis nach Norditalien Offroad fahren, bis dir der Schädel rausfliegt? Legal. Also das ist sowas zu organisieren, 500 Leute quer durch Italien zu schicken, das finde ich einfach affengeil. Da musst du dem Roberto dann wieder einen schönen Gruß ausrichten. Ne? Mache ich auf jeden Fall. Ne? Tolle Sache. Ich versuche jetzt hier noch ein paar Impressionen einzufangen, die ich mit ins Video für euch da draußen reinpacke. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß selber, bei so einem Event ist das wirklich ja knapp. Also Zeit ist da Immer. wirklich Problem. Ja, servus, wir sind jetzt hier im Fahrerlager unterwegs, waren gerade mal kurz bei KTM und haben da hüben jetzt geile Taschen gesehen. Und ich lasse mir mal kurz irgendwas erzählen. So, stell dich mal kurz vor. Hey, ich bin Howie, ja, von den Bears und ich gehöre mit zu Dirty Rocks, zum Team hier und wir dürfen hier das... Alter, warte mal, du bist von den Bears, dann kennst du doch Georg Fuhrmann. Ja, 100%. Ja, da fährt doch meine Maschine, ich bin der SWT. Really? Ah, guck, schön dich kennenzulernen. Ja, wir haben schon telefoniert. Ach, geil. Ja, ich wollte mal bei euch in den Podcast mit reinkommen. Ich bin der Typ aus dem Podcast, der da mal redet. Ja, Ja, jetzt Süß. habe ich den Zugang. Ich habe dich an deine Telefonnummer auf meinem Handy. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen hier off the mic reden, würde ich sagen. Ne? Ja, können wir schön. machen. Also Ey, das schneiden wir dann raus, ne? Okay, nur dass ihr könnt nicht überall dabei sein. Ja, ist halt so. Und nicht jetzt beleidigt sein. Okay, was macht ihr da alles? Genau, wir haben angefangen, ein bisschen Merch zu verkaufen am Anfang und sind dann irgendwann drauf gekommen, ey, das kommt gut an. Und die Leute fragen, ob wir nicht irgendwie Bock haben, noch ein paar andere Sachen euch anzubieten. Und jetzt haben wir Taschen im Programm, jetzt haben wir Helme im Programm. Und wir dürfen hier die ganzen Tage bei den Hessler Offroad Days am Stand stehen und mit euch quatschen. Tut der weh, der Arsch noch vom Hessler? Richtig, ja. Scheiße, Mann. Ey. Richtig toll. Also wenn ich einen Stand hab will, er steht nicht auf ihn, hat er gesagt. Ja, er war gestern auch hier, er ist die Legende, ne? Und sehr, 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 sehr feiner Mensch. Sehr, sehr feiner Mensch. Ey, und mal gucken, ob was geht dieses Wochenende. Vor allen Dingen dürfen wir auch selber fahren. Das ist natürlich großartig. Wir sind ja gleich neben KTM, ne? Und dürfen hier mal ein bisschen ausprobieren. Und was fährst du privat? Privat fahre ich tatsächlich eine BMW. Ja. Was? Eine BMW. Eine R19, eine umgebaute fahre ich. Oh, ist doch cool, warum nicht, ne? Ja, mega cool. Ja, nur dieses Wochenende darf ich ein bisschen hier die orangenen Kisten ausprobieren. Ich glaube, die sind auch cool. Ich meine, warum nicht? Vielfalt ist immer angesagt, ne? Ja. Und übrigens unsere Taschen, ne, die passen an alle Bikes dran. Das ist gar kein Problem. Produziert werden die wo? Die werden in Südafrika produziert und zwar unter fairen Bedingungen. Das war uns ganz wichtig, ne, wenn wir die verkaufen. Und ich sag mal, was die ein bisschen ausmacht, ist, die haben wirklich eine gute Qualität und kosten nicht so viel wie teilweise die Konkurrenz. Also wirklich mal, lohnt sich mal anzugucken. Wir sind die einzigen in Deutschland, die vertreiben bisher für den deutschen Markt. Und wir haben alles im Programm von wirklich großen Taschen fürs Heck, von Tankrucksäcken über Toolbags und Lenkertaschen, alles Mögliche. Und geile Rallye-Klamotten habe ich gesehen. Ja, wir haben eigene Anzüge, die sind maßgeschneidert, die sind mit dem Dekor, genau wie ihr es haben wollt, könnt ihr euer Logo drauf machen und so weiter. Gehen wir ins Gespräch rein, machen das ganze Design zusammen und dann ist das euer Anzug. Ja, gibt's auch nur bei uns. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Jetzt kommt der Moment, an dem ich euch rauswerfe, weil wir wollen ja keinen Werbekanal haben. Ja. Ich danke dir Hey, und wir schalten jetzt das Gerät aus. Ja, schön. So, wir sind immer noch beim Stefan. Nee, wir sind nicht beim Stefan, wir sind jetzt beim Thomas. Aber beim Stefan auf den Offroad Days. Was machst du da? Du spielst mit den wie jedes Jahr versuche ich, irgendwelche Reifen runterzukriegen, mehr oder weniger. Ist natürlich schöner, wenn die alle 140, 80, 1860 sind, aber du weißt selber, Manuel, falscher Ort. Falscher Ort und es gibt auch größere Reifen und die härter sind. Ne? Ja. Was würdest du hier jetzt montieren? Ja, am liebsten sowas wie eine Mitas X-Trail, der geht schon gut vorwärts. Oder wir könnten natürlich auch sowas, wenn die Felge noch groß genug ist, also so ein Mithard von Pirelli drauf tun. Okay.
weil der schmeißt richtig Dreck und der kann auch auf einer großen Maschine draufgebaut werden. Ne? Voraussetzung ist natürlich, du fährst kein 17 Zoll, sondern 18 Zoll, wie die großen Jungs. Jetzt musst du dich da durchquälen bei dem Anarchy Wild. Montierst du den ab oder auf? Ab, weil auch hier ist wieder ein Schlauch kaputt gegangen. Und warum geht der Schlauch kaputt? Weil meistens kein Reifenhalter verbaut wird und der Luftdruck einfach viel zu niedrig ist für diese schweren Ich habe heute auch einen mit 0,5 Bar Umfahrers, hat er gesagt, ne? Ja, aber du hast doch einen Reifenhalter dran. Gar nicht gefahren, möchte ich dazu sagen. Da siehst du, er ist doch gar nicht gefahren, hat ihn kaputt gekriegt. Hier ist einfach die Luft rausgegangen. Seine harte Sau, wie hast du das gemacht? Weiß ich auch nicht. Zeig den Jungen mal, schau mal, die Arme. Alter, das hast du jetzt einfach die Luft rausgedrückt. Ja, genau. Ist irre. Muss sogar ein paar Hebel geben. Dann hast du was so Montiereisen übrig, hast, ich könnte noch ein paar Gebrauch. Meine sind immer total verbogen. Biegst du die manchmal nach? Das ist eine Butzer Spezialanfertigung. Für diese schweren Motorräder auch so ein bisschen Griff ist, weißt du, damit du was in der Hand hast, wo du auch dran drücken kannst. Halt nicht so dieser flachen. Und wichtig ist mir immer, wenn ich schon Werbung machen kann, diese Eisen sind hier hinten immer flach, ne? Oder Ja. da auch flach. Das vermeidet, dass du diese hässlichen Spuren in die Felgen kriegst. Diese, Ja, der die zwei, doppelte die Kniff. doppelte Griff, genau. Genau. Deshalb biegen wir die und ändern die ab, so dass wir das nicht haben. Ne? Also jetzt sag ich mal in 8 Wochen bei uns im Shop, okay? Also danke Thomas, heuer mit Gerne. IG sieht schlecht aus, aber bald sehen wir uns wieder. Ja, ich hoffe bei der IGE mal wieder. Euch danke ich fürs Zuschauen. Liked uns Instagram, uns Big Buddies, Facebook, TikTok, bei dir Tinder oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Verheiratet, habt ihr gesagt, Tinder ist er rausgeflogen. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports.